Hi Leute, ich bin der Lucia vom Fahrradgeschäft Konrad aus Kaiserslautern, aber eigentlich aus Frankfurt heute. Frankfurt am Main bei der Eurobike 2023. Mit dabei ist der Tobi Hi. und wir zeigen euch heute eine ganz neue Marke, und zwar die Marke XGO. Genau, bevor wir jetzt gleich zum absoluten Highlight von diesem Jahr kommen, also für mich jedenfalls in der ganzen Reihe, was ist XGO? Ja, XGO ist eine neue Marke von einem Handelsverband oder Großhandelsverband, wie man halt sagt, der halt auch die Marke Falter macht. Bei der Marke oder XGO und Falter geht es ja darum, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzeugen und bei trotzdem einer sehr hohen Qualität. Die Räder von XGO orientieren sich eher im sportlichen Bereich. Das heißt Gravels, Mountainbikes, SUV-Bikes. Viel Power und halt auch für komplettes All-Terrain geeignet. Genau, also wir haben die Räder von unserem Verband, von der Bike & Co., haben wir schon immer im Programm. Und jetzt gibt es so ein bisschen ein kleines Refresh, also XGO jetzt als die neue Sportlinie. Falter wird eigentlich relativ unangetastet bleiben, also auch viele coole neue Modelle, aber bleibt halt nach wie vor so die Trekking-Marke. Und XGO, da wird es jetzt sportlich. Und absolutes Highlight, das GX E4. Ja, das ist ein E-Gravel-Bike, was halt deutlich unter 20 Kilo ist und jetzt kommt's, den neuen SX-Motor hat von Bosch. Wir haben schon am Montag bei dem Presseevent von Bosch, haben wir auf dem großen Feldberg schon ein Video darüber gedreht. Könnt ihr auch gerne mal bei uns auf dem Kanal gucken. Da hat uns der Peter Horsch alles über die neuen Sachen erzählt. Und dieser Motor ist hier verbaut. Was halt hier das Rad so special macht, ist nicht nur dieser SX-Motor von Bosch, der wesentlich kleiner geworden ist. Also wir reden hier von einer Reduzierung von fast 50% vom Volumen und vom Gewicht. Wir sind hier bei knapp 2 Kilo. Sondern was hier noch richtig cool ist, ist, dass wir mit dem Akku, Tobi? Ja, er ist entnehmbar. Ne? Wir haben einen 400 Wattstunden InTube-Akku, auch neues Bosch-Produkt. Und der ist ganz einfach nach unten weg entnehmbar. Und das ist heutzutage leider, muss man sagen, ein Thema, was man durchaus ansprechen muss. Weil gerade jetzt, wo wir halt immer gucken, dass die Bikes immer leichter werden, ist natürlich so ein Akku auch schnell verbaut. Und hier bei dem Rad eben nicht. Und trotzdem haben wir ein super schlankes Design, haben ein richtig leichtes, schnelles Fahrrad. Und ja, also von der Ausstattung her ist es auch wirklich Crème de la Crème. Ne? Weiteres Highlight ist, wir haben eine Seatpost hier, das heißt eine absenkbare Sattelstütze hier, was auch nicht so üblich ist. Die kann man hier vorne, ist schön am Lenker integriert, also wenn man dann in der Attack-Position hier drin sitzt und dann richtig schnell unterwegs ist, kann ich hier das Hebelchen drücken und kann die absenkbare Sattelstütze hoch und runter machen. Weiteres Highlight, Federgabel. Was haben wir hier? Das ist die neue Santur GVX. Das ist ja, die neue Gravel-Reihe von SR Santur. Der Federweg mag jetzt dem durchschnittlichen Mountainbiker nicht sonderlich brachial vorkommen. Also hier sind wir so im Bereich von 4 bis 5 cm in der Regel. Macht aber tatsächlich gar nichts. Hier geht es ja wirklich darum, dass ein schnelles Rad ein kleines bisschen komfortabler wird. Und gerade wer die Gravelbikes halt richtig nutzt, also mit Rennradgeschwindigkeit durch den Wald knallt, der wird halt sehr froh sein um jede Federung, die er hat. Und eben auch um so Geschichten wie die Dropper Post, wo du einfach auf dem Trail dann Beinfreiheit hast. Weil das Ding, das kannst du wirklich auf dem Trail fahren. Also wir reden hier von 50, 60 mm Federweg. Das hört sich nicht nach viel an, ist aber beim Gravel schon derbe viel. Weil viele Gravel-Gabeln sind dann aus Carbon, die flexen dann ein paar, 2, 3 mm. Und wir können die halt auch locken. Das heißt, wenn ihr sagt, komm, ich bin im Wiegetritt, fahre ich sportlich den Berg hoch. Und dann ist die halt lockbar und ich kann sie aufmachen, wenn ich dann ein bisschen gröber ins Gelände fahre, auf einem schottrigen Waldweg und fahre dann mit 50 Sachen den Berg runter. So, jetzt haben wir schon viele Highlights rausgehauen. Optik haben wir noch nicht gezeigt. Das ist ein schönes, mattes, dunkelblau, würde ich sagen. Ne? Grau-blau oder so. Ne? Was ist es? Petrol fast schon. So ja, es ist so ein bisschen grün drin, es ist ein bisschen blau drin. Es ist auf jeden Fall eine sehr gedeckte Farbe, die aber wunderbar mit den Skinwall-Reifen zusammenpasst. Also ist auf jeden Fall designtechnisch ein absolutes Highlight. Was haben wir noch nicht angesprochen? Das größte Highlight haben wir eigentlich noch nicht angesprochen. Das würde ich am Schluss sagen, oder würde ich es jetzt schon sagen?
Nee, ich wäre jetzt nur mal auf die Gruppe vielleicht kurz Ja, eingegangen. Wir haben eine SRAM-Gruppe drauf. Schaltungstechnisch haben wir die SRAM Rival verbaut mit 11 Gängen. Und von den Bremsen her haben wir die Apex drauf. Also schon gehobeneres Gravel-Segment, würde ich sagen. Dem Rad durchaus angemessen. Also eigentlich, wenn wir ehrlich sind, das Bike für 4.000 € ist ein absoluter Schnapper mit der Ausstattung, die es hat. Und da sind wir dann auch schon wieder bei unserem letzten Highlight, der Preis. Das hier wäre eigentlich schon ein viel teureres Rad in der heutigen Zeit. Es wird auch viele Wettbewerber geben, die diesen Preis nicht schaffen. Und wenn man hier dann noch als erste Zahl sieht, die 3, ne, also für knapp 4.000 € so ein Rad mit dem neuen Motor von Bosch, mit einem sehr leichten 400er Akku, der halt nochmal reduziert wurde und leichter gemacht wurde, auch der auf 2 Kilo ist echt eine feine Geschichte. Jetzt sagen vielleicht manche, ah ja komm, 55 Minuten ist ja jetzt nicht so stark, fühlt sich wesentlich stärker an, also ihr müsst den Motor mal fahren, also, weil der unterstützt bis 600 Watt und diese 55 merkt ihr beim Anfahren. Also dass der nicht so krass am Anfang ranschiebt wie der CX. Aber wenn ihr mal drin seid, merkt ihr, das ist ein sehr, sehr starker Light Assist Motor. Also eigentlich ist es schon, Light Assist ist es schon nicht, ne? Ja, also wenn du den mit ordentlicher Frequenz fährst, merkst du eigentlich fast keinen Unterschied mehr zum CX. Ja. Gut, ansonsten, Remote hast du ja eben gezeigt, ne? Ganz schön hier im Oberrohr platziert, ein kleiner Mudguard hier noch. Also dieses Rad wird wahrscheinlich so Frühjahr 24 lieferbar sein. Und wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf das Rad, weil ich glaube, das wird einschlagen wie eine Bombe, weil für den Preis ist es absolut Oberknaller. Ne? Du kriegst ein richtig cool ausgestattetes Gravel zu einem Preis, also als E-Bike zu einem Preis, wo du es normalerweise ohne Motor kriegst. Kannst du eigentlich so sagen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr da von sowas haltet. Ne? Wir finden es ist eine coole Geschichte, weil Preis-Leistung mit der Federgabel, mit dem Motor passt total. Und wir haben ja sogar hier noch hydraulische Scheibenbremsen, wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind. Was ja oft bei Gravelrädern auch mal so Seilzugbremsen sind, wo auf Felge bremst. Ne? Dann sage ich mal, stay tuned, weil wir fangen jetzt an, richtig viele Videos zu drehen von der Eurobike. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, drückt die Glocke bzw. abonniert erstmal unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche habt, gerne in die Kommentare. Und bis dahin sage ich mal euch noch eine gute Zeit. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.